Heute sind wir zu Gast bei einer der Überraschungsmannschaften bei uns hier in der Liga, beim FC Augsburg. Die sind Sechster, also auf Kurs Europa. Aber es sind noch 10 Spiele oder 11 mit dem heute. Die Hymne im Hintergrund, vielleicht schaffen es die Augsburger ins internationale Geschäft. Und ich will natürlich ganz oben bleiben, ne? Deutscher Meister, ich habe es noch nicht gesagt, aber wir könnten Deutscher Meister werden. Sind mit Leverkusen momentan punktgleich, also haben auch noch Bayern und Leipzig im Rücken. Also brauchen wir jetzt jeden Sieg. Und warum nicht heute in Augsburg direkt nachlegen gegen Union? Sah das ganz gut aus, auch sehr dominant relativ. Vom Ergebnis her natürlich ein bisschen besser oder ein paar mehr Tore. Achtung, apropos Tore, die wird es heute sicherlich auch geben. Und das erste Mal sind die Augsburger vorne. Auch ein sehr unangenehm zu spielender Gegner, auch eine sehr physisch starke Mannschaft, immer in dem 4-1-2-1-2 unterwegs. Aber wir haben auch ein gutes System, wir haben auch eine gute Truppe, gute Spieler. Aber momentan kommen die Augsburger ein bisschen besser rein momentan. Und Spiel hier, Cáceres. Oh, der erste Stellungsfehler. Achtung, Santos lässt ihn durch. Hat er gesehen wahrscheinlich. Auch da das gleiche wie gegen Union. Die haben auch mit 2 Stürmern gespielt. Das heißt, da müssen wir auch mal gucken, dass wir da nicht auseinandergezogen werden. Aber durch dieses kompakte Mittelfeld haben wir einfach auf den Flügeln viel mehr Platz. Also müssen wir die Flügel mehr bespielen heute. Rega, Adingra, kriegt den nicht. Das war nicht gut gespielt. Kriegen wir nochmal die Chance. Ja, Gladbach führt gegen Leverkusen. Das ist natürlich auch immer gut, wenn die anderen Mannschaften uns eventuell mal helfen. Sag ich nicht nein zu, ne? Uso und Adingra. Vielleicht jetzt unsere erste Chance. Ekitike vorne. Oh, da hinten Fofana. Ja, warum nicht? Aber den kannst du nicht hoch anspielen. Fofana, Adingra, Uso. Und wenn du die hoch anspielst, hast du eigentlich schon verloren. Ekitike ist da schon nochmal eine andere Hausnummer. Kristovic, Achtung, oben. Evander, Kristovic, nächste Chance und Santos. Und die Augsburger, die bereiten uns ganz schön Probleme. Also die wollen es wissen. Stehen auch nicht umsonst da oben wahrscheinlich, so wie sie spielen. Oh, und Evander lässt Fofana da aussteigen. Viel zu einfach. Nächste Chance, Achtung mit der Hacke. Auf engstem Raum. Schlecht verteidigt. Und das geht in Ordnung. Das 1-0 für Augsburg. Das geht echt in Ordnung leider, muss man so zugeben. Aber das ist halt auch gut gemacht, ja, aber auch wieder schlecht verteidigt. Da sind wieder 3, 4 Mann wahrscheinlich um ihn rum gewesen. Die gucken halt alle nur zu. Die gucken halt leider alle nur zu. 7. Tor für Kristovic und die Augsburger führen. Ist natürlich auch wieder typisch, wenn der Konkurrent hinten liegt, liegst du auch hinten. Ja, als hätte das Spiel das vorher so gewollt. Aber gut. Chance, schnell zurückzuschlagen. Gibt den Freistoß. Ja, immerhin. Bekommen wir ja selten. Und jetzt haben wir mit Grobmeiners eigentlich einen guten Schützen. Ich versuch's mal über die Mauer. Ich hoffe, dass das irgendwie klappt. Grobmeiners, knapp 3 Balken. 18. Minute. Chance auf den Ausgleich. Ja. Das Netz geschriffen, aber leider ein Stück zu hoch angesetzt. Ja, und dann verdienen sich das die Augsburger, wie gesagt, bislang. Aber es muss ja nicht so bleiben. Also im Gegenteil, das darf nicht so bleiben. Sonst hören wir ja hier heute als Verlierer vom Platz gehen. Brown. Ja, haben wir allein gegen alle Fofana. Brown muss mitkommen, dann kriegt er den Ball. Oh, aber so nicht. Das stand auch gestern schon in der Zeitung. So schlecht. Der war echt sehr schlecht gespielt. Aber guck mal, das holt sich den. Sehr schön. Und jetzt der Ball von Fofana auf Ekitike, aber nicht mit dem Kopf. Nimm doch den Fuß. Große Chance, gut freigespielt, das war echt ein guter Ball. Und dann sowas. Egal, weitermachen. Adingra, Ekitike mit Platz. Ja, legt ihn sich leider zu schlecht vor. Schade, das ging auf jeden Fall auch ein bisschen besser. So, Evander, Bello. Auch wieder gut wegverteidigt. Also die Augsburger, wir haben sie jetzt ein bisschen besser im Griff. Die sind jetzt nicht mehr so druckvoll und so schwunghaft vorne mit dabei.
Aber wir kriegen es momentan leider auch nicht gut ausgespielt. Auch gerade über die Außen. Da, wo wir eigentlich den meisten Platz haben müssten, da geht momentan leider nicht viel. Aber jetzt vielleicht übers Zentrum. Ekitike hat Platz und die Chance. Und den macht er. Ganz, ganz sicher. Ekitike, 33. Minute. Mr. Zuverlässig. Ja, ein Küsschen für die Abonnenten, ein Küsschen für die Zuschauer. Ja, aus der Position habe ich schon oft getroffen. Also in 7 von 10 Fällen gehen die halt rein. Entweder von der einen oder von der anderen Seite. Das war jetzt nicht die große Herausforderung. Aber gut gespielt. Wieder schnell umgeschaltet. Und wenn wir die Lücke haben und den Platz, dann müssen wir das so ausspielen. Aber Achtung, wieder die Augsburger über Bello. Die wollen gleich zurückschlagen. Dimitriou ist da. Gut. Gut aufgepasst. Frage ist auch, ob wir auf 4-4-2 mal umstellen. Wäre ja eine breite Variante. Aber Augsburg kommt jetzt nochmal wieder über Kristovic. Und natürlich macht er seinen Doppelpack. Und auch das geht wieder zu einfach. Das ist eine Kopie. Also wir können über gewisse Gegentore können wir einfach eine Vorlage legen. Aus dem Winkel Kristovic. Nichts zu halten. Schade, schade. Ich setze jetzt mal meinen Plan in die Tat um. 4-4-2. Mit halt der Idee, die ich halt hatte. Die Augsburger quasi zu überlaufen. So überfallartig. Schauen wir mal. Vielleicht die direkte Antwort. Adingra, Ekitike, da sollte er auch nicht hin. Ich habe auf Rega, deswegen habe ich doch einen Doppelpass gespielt. Ihr müsst doch schon dahin spielen, wo ich hinzeige. Oder halt hinspielen will, Jungs. Sonst anders funktioniert das nicht. Und Augsburg kommt. Oh, die überlaufen uns jetzt. Cholina. Brandweight in der Mitte. Dimitriou ist da. Kein Foul. Rega ist auch nochmal da. Gut verteidigt. So, jetzt haben wir vorne Platz. Ja, haben wir Platz. Adingra. Ja, Usun ist ganz unten frei. Kriegt er den dahin? Ja, das ist ein guter Ball. Kein Abseits. Oh, aber der kann keine Kopfbälle. Der kann keine Kopfbälle. Der Ball war gut. Mal überraschend, dass er so gut ankam. Auf die andere Seite. Aber der muss einfach ja, öfter ans Kopfballpendel. Gehe ich mal von aus. Das ist das, was er machen muss in den nächsten Trainingseinheiten. Ansonsten auch ein komisches Spiel. Also Augsburgs Führung geht in Ordnung, keine Frage. Aber auch die beiden Gegentore waren wieder, klar, vermeidbar. Wie jedes Gegentor, was ich hier kriege, ist vermeidbar. Weil wir uns manchmal so dämlich anstellen, weil ich manchmal auch nicht 3 Spieler gleichzeitig unter Kontrolle haben kann. Alles ganz normal, wie immer. Der verrückte Wahnsinn. Der alltägliche Wahnsinn, so möchte ich das mal sagen. So, Evan, Achtung, Durchbruch von Kristovic. Na komm, legt ihr den Ball wieder 10.000 Meter weit vor. Nächste Chance, Dimitriou ist dazwischen, sehr, sehr schön. Und es geht nach vorne, Usun über die Außen. Oh, Junge, da ist so viel Platz. Da war wieder so viel Platz, so ein großer Radius. Und du spielst den Gegner wieder genau in den Fuß. Achtung, nächste Chance, gut. Wichtig im letzten Moment, dass wir dazwischen sind. Und dann laden wir den Gegner wieder ein. Es ist zum Brechen heute. So wie wir das spielen. Achtung, nächste Chance. Santos. Diesmal genau auf den Mann. Jetzt nächste Chance. Ekitike vorne. Adingra. Ja, über Umwegen auf Ekitike. Usun jetzt in der Mitte. Jetzt eine gute Flanke. Und jetzt aber mit dem Fuß. Da ist er viel stärker. Da hat er seine Qualität. Und den macht er dann auch. Schön auf die Augsburger Fankurve zuguckt. Da war auch der Fehler vom Augsburger, dass er rausgerückt ist. Und dann Usun, klar. Den muss er machen. Wenn nicht mit dem Kopf, dann mit dem Fuß. Und da ist er halt einfach stärker. Ah, gut, dass wir das nochmal sehen. Ich weiß nicht, soll ich da oben auf den kleinen Videowürfel gucken? Habe ich jetzt auch nicht gesehen. So, 2-2. Auch wieder viele Tore. Ich sage ja, unser Torverhältnis am Ende der Saison steht bei 100:90 gefühlt. Wenn wir so weitermachen. Oh, Fehler. Ja, schade. Wieder ein Fehler. Gleicht sich wieder aus.
Nächste Chance, Kristovic, aber da sind wir wach. Das haben wir gerochen. Ah, schade, oben, da war ganz viel Platz für Fofana. Nächste Chance für Augsburg. Wieder Ballgewinn und jetzt wieder die Chance, wieder der Versuch. Und unten kriegt Usun den. Nee, auch wieder zu schnell. Ich sehe es immer unten auf der Map. Ich weiß, was ich machen will und ich weiß, dass das eigentlich normalerweise funktionieren muss. Aber Achtung, oh, Santos, den muss er haben. Komm. Wo ist er? Brown hat den. Viel Verwirrung. Oh, Junge, Junge, wie wir das hier wieder ausspielen. Frag nicht nach Sonnenschein. So, nächste Chance, Usun. Fofana und Fofana. Die beiden Fofanas im Zusammenspiel. Natürlich, lauf durch. Und Ekitike unten ist frei mit der Chance, das Spiel zu drehen. Und den macht er nicht. Auch eine der wenigen Chancen, die er liegen lässt. Den macht er eigentlich und der muss auch rein. Freunde der Nacht, der muss rein. Kurzes Eck, langes Eck. Wahrscheinlich wäre das lange Eck besser gewesen. Große Chance vertan. Aber das 4-4-2 bringt auf jeden Fall offensiv ein bisschen mehr was. Also wir machen irgendwie mehr Druck. Ja, Brown hinterläufst du auch. Wenn ich sage, dass du es machen sollst, ich zeige das ja nicht umsonst an. Wieder nächste Chance, Brown, Usun ist da und in der Mitte, da ist der andere Fofana, aber Ekitike, Adingra wäre es gewesen. Fofana, wie viele Fofanas haben wir denn? Aber wir haben Ekitike, ein Mann, der trifft, wenn er gebraucht wird. Und ihr seht, die haben damit wohl offensichtlich Probleme. Das habe ich schon öfter gegen Mannschaften, die mit einem 4-1-2-1-2 kompakt spielen, gespielt. Da ist irgendwie immer, ja gut, den hätte er auch mit dem Fuß halten können, da ist irgendwie immer der Wurm drin. Wir haben Platz über die Außen, denen fehlen halt ein rechter und ein linker Mittelfeldspieler. Dafür haben sie halt im Zentrum da wahrscheinlich Überzahl. Jetzt haben wir erstmal das Spiel gedreht, aber ist noch lange nicht gewonnen. Ist noch lange nicht gewonnen. Fofana dazwischen, sehr, sehr schön. Aber das ist halt auch Moral hier, ne? Wenn man einen Rückstand so wieder dreht und zurück ist im Spiel. Und jetzt sieht das Ganze auch noch gut aus. Das kommt ja auch noch mit dazu. Brown, Adingra. Ach, Fofana, was habe ich noch mit den Spielern, ey? Hauptsache Ekitike ist da. Wo ist er denn? Nee, da ist Adingra jetzt. Der Chance, aber Ekitike braucht auch wieder zu lange. Da ist dann der Gegner wieder dazwischen. Nächste Chance für Augsburg. Ja, wir spielen auch auf Abseits irgendwie. Stehen ganz schön hoch. Aber ist ja auch eigentlich richtig, um den Gegner unter Druck zu setzen und dann, um solche Chancen hier rauszuspielen. Ekitike gegen Oxford. Ekitike! Nächste Chance. Jetzt häufen sich die Chancen, aber auf beiden Seiten, muss ich sagen. 9:7. Schnelles Spiel. Mal eine kurze Verschnaufspause. Vorne ein zweiter Stürmer rein. Links Aronson. Ja, der ist halt nicht schnell. Den kann ich nicht auf die Außen stellen. Ich könnte in der Mitte nochmal was machen. Skiri, der macht das eigentlich immer ganz gut. Hier Lienhardt. Jetzt habe ich Koch schon wieder nicht mitgenommen. Ich muss das mal gleich machen. Erinnert mich mal dran. Schreibt mal in die Kommentare, dass ich Robin Koch hier reinstellen soll in die Startelf. Dass ich es nicht vergesse. Hudson-Odoi natürlich. Ist immer noch beim FC Augsburg. Wahrscheinlich auch wegen ihm. Der wird ja nicht immer von der Bank reinkommen. So, ein Zweikampf. Gewinn, Gewinn, Gewinn. Dimitriou. Spielt den Ball. Sehr gut gemacht. Koopmeiners über den Flügel. Und Fofana und Brown. Eine Bande hier. Eine Truppe. Brown. Duro ist da. Oh, kriegt den Ball nicht, weil ein Augsburger noch dran ist. Hudson-Odoi, Koopmeiners, ja, kein Foul. Fairer Zweikampf, sehr, sehr schön. Das brauchen wir jetzt. Gerade in der Phase dieses Spiels brauchen wir genau diese Aktion. Auch von Skiri und jetzt auch natürlich von Koopmeiners. Da ist Duro. Oh, kläglich. Kläglich übers Tor. Aber auch wieder gut gespielt. Gutes Pressing gehabt und dann schnell über die Außen. 1-2 Kontakte. Das ist ja auch eigentlich den Spielstil, den ich schon seit Jahren, also ich spiele das schon seit Jahren. Das hat sich dann halt irgendwie so verfestigt. Und jetzt auch wieder einen neuen Spielstil zu lernen. Oh, weil ich glaube, das ist glaube ich zu spät. Wobei es ist eigentlich nie zu spät für sowas. Würde ich ja behaupten. Gibt nochmal Wechsel beim FCA. 5 Minuten sind es noch. Wenn wir das jetzt hier in Ruhe zu Ende spielen. Oder aufs vierte. Eigentlich müssen wir noch aufs vierte Tor gehen, weil das dritte oder das 3-2 hier, das ist noch keine sichere Nummer. Eine sichere, natürlich, eine sichere Nummer. Und wir bleiben drauf. Adingra, gut gemacht. Koopmeiners, Skiri. Oh, das darf nicht passieren. Das kommt auch eigentlich selten vor bei Koopmeiners. Der ist sonst eigentlich sehr sicher im Ball. Oder am Ball und im Passspiel.
Aber ab und zu geht halt da auch mal ein Ball verloren. So, Fofana, Brown. Das sind jetzt hier die letzten Momente, die letzten Augenblicke. Da dürfte jetzt eigentlich nichts mehr schief gehen. Vielleicht machen wir noch ein 4. Tor. Skiri, Adingra. Skiri ist oben frei. Ja, gut gespielt. Eine Drehung. Und das dürfte es gewesen sein. Ja, also der nächste Sieg in Augsburg steht unter Dach und Fach. Mal gucken, wie hoch Ekitike nochmal. Kommen wir nochmal eine Chance. Ekitike vielleicht zum 4. Nein, 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 nein. Das wäre dann doch des Guten zu viel gewesen. Egal, nächster Sieg. Wieder 3 Tore geschossen. 2 Gegentore wieder bekommen. Aber egal. Nächster Sieg. Und ich weiß nicht, ob es jetzt schon mit der Champions League weitergeht oder dann beim übernächsten Spieltag. Aber egal. 3 Punkte für uns. Sehr schön. Leverkusen hat verloren in Gladbach. Das sind natürlich noch bessere Neuigkeiten. Der Konkurrent verliert. Wir haben ein paar Punkte Vorsprung und jetzt geht es mit dieser Nachricht rein ins Achtelfinale gegen Bologna. Und gegen die haben wir schon mal in der Ligaphase gespielt. Ich habe jetzt nicht nochmal explizit nachgeguckt, aber gegen die haben wir schon mal gespielt. Also da müsste ich mich schon sehr vertun. Dann haben wir eigentlich gewonnen bei Bologna. Ich glaube 2 oder 3-0 am Anfang. Ich glaube sogar unser erstes Spiel, war das nicht sogar gegen Bologna oder gegen Amsterdam? Doch, gegen die haben wir schon mal gespielt. Doch, jetzt wo ich rein das sehe und auch Ferguson, gegen die haben wir schon mal gespielt. Haben auch die letzten 5 Spiele eigentlich gut gespielt. 3 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage. Die wollen natürlich auch ins Viertelfinale. Das ist doch gar keine Frage, aber ich auch. Also, es geht wieder hoch her. Die internationalen Spiele gehen wieder weiter, gehen wieder los. Ich gucke mal, ob die anderen schon gespielt haben. Die ersten Ergebnisse. Oh, ich drücke immer den falschen Stick, ey. So, links. Der AC Mailand hat gewonnen, Barca hat gewonnen, Real hat gewonnen, Manchester City unentschieden. Also, ziemlich knappe Ergebnisse auf jeden Fall. Und genau, Ligaphase ist ja für uns nicht mehr interessant. Wichtig ist in der Bundesliga, da wollte ich nachgucken. So, Bundesliga sind Erster, 3 Punkte jetzt Vorsprung und das um 10 Tore bessere Torverhältnis. Dahinter dann die Bayern, die könnten ranrücken. Also, wir haben einen kleinen Vorsprung. Das sind 3 Punkte. Da kann alles Mögliche passieren, sowohl nach oben als auch noch nach unten. Aber ich hoffe, dass wir bis zum Schluss natürlich oben bleiben. Ich will Meister werden. Das ist das große Ziel. Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg. Also, es geht weiter in der Champions League im Achtelfinale. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir gegen Bologna spielen und performen. Ich hoffe auf eine gute Ausgangslage dann fürs Zurückspielen. Macht's gut, lasst einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und neu auf meinem Kanal seid. Macht's gut, ciao, ciao.